Eine Ministerin, die nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, eine Staatssekretärin, die nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, aber ein Ministerpräsident, der immerhin 5 Jahre in einer politischen Lobbyorganisation gearbeitet hat. Man könnte das Kabinett und die Staatssekretäre der Reihe nach durchgehen und wird feststellen, dass schlicht Lebenserfahrung in der freien Wirtschaft fehlt. Hey Leute, habt ihr euch jemals gefragt, was passiert, wenn Ideologie auf Realität trifft? Christian Lohse von der AfD zeigt es uns in einer Rede, die Mona Neubauer und die Ampelregierung frontal erwischt. Warum träumt eine Ministerin vom grünen Stahl, während Tausende ihre Jobs verlieren? Lohse bringt Fakten, die sitzen. Und das ruhig, sachlich, aber total gnadenlos. Bleibt dran und erfahrt, warum dieser Beitrag mehr als nur eine Abrechnung ist. Vergesst nicht, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und eure Meinung in die Kommentare zu schreiben. Ich bin gespannt. Auf geht's! Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir verlieren jeden Monat 10.000 Jobs in der Industrie und Frau Neubauer träumt immer noch vom sogenannten grünen Stahl. Eine Ministerin, die nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, eine Staatssekretärin, die nie in der freien Wirtschaft gearbeitet hat, aber ein Ministerpräsident, der immerhin 5 Jahre in einer politischen Lobbyorganisation gearbeitet hat. Man könnte das Kabinett und die Staatssekretäre der Reihe nach durchgehen und wird feststellen, dass schlicht Lebenserfahrung in der freien Wirtschaft fehlt. Und so kommen dann Haushaltspläne heraus, die durch Subventionen für die große Transformation und Geld für Netzwerken durchtränkt sind. Alles für den Endkampf gegen das CO2. Allerdings transformiert sich die Industrie nicht zur sogenannten Klimaneutralität, sondern schlicht in die Insolvenz oder ins Ausland. Die Zahlen sind erschreckend. Die OECD bescheinigt in dieser Woche Deutschland das schlechteste Wirtschaftswachstum aller Industrieländer. Ein mickriges Wachstum von nur 0,7%. Übrigens haben die anderen EU-Staaten etwa ein doppelt so hohes Wachstum, USA etwa ein dreimal so hohes Wachstum. Um aber vom eigenen Versagen abzulenken, erfindet die Ministerin immer wieder neue Nebelkerzen. Im letzten Jahr erfanden Sie, Frau Ministerin, die Begriffe Stapelkrisen und Multiproblemlage. Immer wieder wird der russische Angriffskrieg als Grund genannt. Nur wenn das so wäre, warum wachsen die anderen Staaten in der EU und auch die USA viel stärker? Nach Ansicht von Frau Neubauer war allen voran der böse Russe schuld, der ganz Deutschland in die Abhängigkeit vom russischen Gas getrieben hat. Putin höchst selbst muss es wohl gewesen sein, der den Kernenergieausstieg beschlossen hat. Putin höchst selbst muss wohl auch den Kohleausstieg beschlossen haben. Und Putin höchst selbst muss wohl das Verbrennerverbot für Autos beschlossen haben. Nein, meine Damen und Herren, das war die Politik der Schwampel, der schwarzen Ampel. Sie, Frau Ministerin, hatten uns im letzten Jahr versprochen, einen Haushalt auszuführen, mit dem Sie in den zentralen Feldern vorankommen und für neue wirtschaftliche Kraft sorgen. So sagten Sie. Nichts davon ist eingetreten. Ihre Lieblingssubvention an ThyssenKrupp von 2 Milliarden Euro landet in einem Unternehmen, das gerade 11.000 Mitarbeiter entlässt. Das fügt sich ein in das rot-grüne Subventionschaos, in dem gerade 600 Millionen Euro Steuergelder in Schleswig-Holstein verbrennen. Northvolt, einer der gehypten Hoffnungsträger Ihres Kollegen Robert Habeck, geht in die Insolvenz. Ford, 2.900 Mitarbeiter, die jetzt vor Weihnachten mit ihren Familien schlimmsten Zeiten entgegengehen. ThyssenKrupp, 11.000, Coca-Cola in Köln, 600 Stellen, Gehadi in Lüdenscheid und Ippenbüren, 1.500 Stellen. Dazu jede Menge eher unbekannte Unternehmen wie KLB Automation in Bahntrupp, die Dürener Papierfabrik, Andritz Kufferath, die Dreherei Schulte-Tengler in Plettenberg oder die Spedition Meyer Plettenberg. Zehntausende Familien stehen so kurz vor Weihnachten vor einem wirtschaftlichen Abstieg und werden kaum die Chancen erhalten, auf finanziell auskömmlichem Niveau im Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klima und Energie als Referatsleiter Ihre 3 Fahrer, Frau Ministerin, beaufsichtigen zu können. Doch Sie ignorieren die wirtschaftlichen Daten. Man dürfe jetzt nicht vom Kurs der Titanic auf den Eisberg abweichen. Nein, wer jetzt etwa die Idiotie der sogenannten Energiewende kritisiert, würde den Menschen Hoffnung nehmen.
Es brauche jetzt Sicherheit, sagen Sie. Das, was die Menschen aktuell an Sicherheit von Ihnen bekommen, ist die sichere Arbeitslosigkeit. Und in dieser Situation erdreisten Sie sich für einen Parteifreund ein eigenes Referat zu schaffen. Immerhin mit einer A15-Stelle. Ein Referat, welches nur aus Ihren 3 Fahrern besteht. Dieser Parteifreund hat also organisatorisch die Aufgabe, Ihre 3 Fahrer zu beaufsichtigen. Da frage ich Sie, wie können Sie diese Vetternwirtschaft, die wir schon von Ihrem Bundesministerkollegen in der Greichen-Affäre kennen, wie können Sie diese Vetternwirtschaft den Menschen erklären, die jetzt in der Industrie ihren Job verlieren? Bitte erklären Sie das mal einem der 11.000 bei ThyssenKrupp, einem der 2.900 bei Ford, den Entlassenen bei Coca-Cola, bei Gerhard und den anderen Unternehmen. Sie sollten vor Scham im Boden versinken. Da draußen im wirklichen Leben, da fliegen den Arbeitnehmern die Jobs um die Ohren und sie schaffen hier in ihrem Ministerium beschützte Werkstattjobs für Parteigenossen. Aber das passt zu Ihrem Haushalt, der auch in diesem Jahr unter dem Motto steht: Subvention statt Wertschöpfung. Knapp 35 Jahre nach dem Untergang der DDR versuchen Sie es wieder mit einer neuen Kommandowirtschaft. Sie fantasieren von neuen Wertschöpfungsketten, Sie fantasieren von neuen Industrien und Sie fantasieren von neuen Produkten, die allesamt unter das alleinige Ziel einer sogenannten Klimaneutralität gestellt werden. Das Ganze eingepackt in Verbote und Gebote und natürlich eingepackt in Subventionen. Was wir in all Ihren Berichten vergebens suchen, sind Erfolge. Sie können keinerlei real geschaffenen, werthaltige, nachhaltige Jobs vorweisen. Ihr eigener Konjunkturbericht von dieser Woche vom 3.12. ist der Beweis. Unter Ihrer Leitung geht nichts voran. Da schreiben Sie selbst von strukturellen Problemen, wie zum Beispiel eine zunehmend schlechtere Wettbewerbssituation der Unternehmen aufgrund hoher Energiepreise, hoher bürokratischer Hürden und zunehmender Exportkonkurrenz Chinas. Bürokratische Hürden. Wo ist denn Ihr Beitrag zum Bürokratieabbau, Frau Ministerin? Fehlanzeige. Stattdessen Lieferkettengesetz, Carbon Border Adjustment Mechanism oder CO2-Steuer, erfunden von Schwarz-Grün in der EU und abgeladen bei unseren Firmen in NRW. Wo ist Ihr Beitrag zu niedrigen Energiepreisen? Noch schlimmer, Sie verlangen jetzt, dass die Menschen die günstigen Gasheizungen durch Stromheizung ersetzen sollen. Die Kommunen sollen sogar die Gasnetze 2035 gleich ganz stilllegen. Erfunden auch von Schwarz-Grün. Die Industrieproduktion in NRW liegt damit immer noch 13% unter dem Niveau des Jahres 2021, schreiben Sie in Ihrem Bericht. Und weiter: Dementsprechend geht die rückläufige Produktion in der Industrie inzwischen mit einem zunehmenden Abbau von Arbeitsplätzen einher. Ihre Worte. Wo ist Ihr Beitrag zu mehr Jobs? Mehr Jobs in der Industrie, meinen wir. Nicht mehr Jobs bei Ihrem Klimaunternehmen wie Energy for Climate oder der politischen Versorgungspostenagentur, Zukunftsagentur Rheinisches Revier. Wir meinen auch nicht die Jobs für Klimamanager, für Diversity Manager oder für Fuhrparkmanager. Nein, wir fragen Sie ganz konkret nach den Zehntausenden von Arbeitsplätzen, die jetzt in der Industrie wegfallen. Wo sind sie, die neuen Industriearbeitsplätze? Hier haben Sie kein Angebot. Oder glauben Sie ernsthaft, dass der Baggerfahrer sich nun zum Erzieher umschulen lässt, wo er demnächst in der Kita die Kinder betreuen soll? In Ihrem Bericht heißt es weiter, Zitat: Hohe Energiepreise und eine protektionistische Industriepolitik in vielen Ländern sorgen dafür, dass Exporteure hierzulande sich weiter in einem herausfordernden Geschäftsumfeld bewegen. Die hohen Energiepreise, Frau Neubauer, die sind Ergebnis Ihres wahnhaften Ausbaus der sogenannten Erneuerbaren. Und die protektionistischen Hürden, das sind doch Sie. Nochmal, Lieferkettengesetz, CBAM, demnächst EU-Entwaldungsverordnung, alles erfunden von Schwarz-Grün, insbesondere von der CDU-Frau von der Leyen. Der größte Risikofaktor für unsere Wirtschaft ist inzwischen Schwarz-Grün, hier in NRW sowie in Brüssel. Die Konsequenzen sind erschreckend. Der Fokus empfiehlt inzwischen, warme Decken zu kaufen, denn der Chef von RWE sprach in der letzten Woche eine Warnung aus. Der RWE-Chef analysierte die Preisdaten des Strommarktes von Anfang November 2024 mit immerhin einem Börsenpreis von 82 Cent pro Kilowattstunde, also etwa dem 20-fachen Wert des Jahres 2019. Er erkannte diese Preise als ernsthafte Gefahr. Deutschland produziere schlicht zu wenig Strom. An Tagen mit hohem Strombedarf, etwa im Januar, hätte Deutschland den Strombedarf bei einer Dunkelflaute wie Anfang November nicht bewältigen können, so der RWE-Chef. Schon dieses Mal musste die Bundesrepublik rund ein Fünftel des benötigten Stroms aus dem Ausland kaufen.
Gelingt dies nicht, weil zum Beispiel Frankreich seinen Strom für die Stromheizung benötigt, dann sind sogenannte Brownouts in Deutschland zu erwarten. Bei Brownouts werden ganze Stadtgebiete für mehrere Stunden oder Tage abgeschaltet, damit das deutschlandweite Netz nicht zusammenbricht. Etwas, was wir aus Ländern wie Südafrika kennen. Meine Damen und Herren, nicht nur, dass unsere Bürger die höchsten Preise eines Industrielandes zahlen, nein, bei erhöhten Verbräuchen, wie sie im Winter zu erwarten sind, gibt es dann auch noch zu wenig davon. Mit ihrem Haushalt müssen unsere Bürger für gutes Wetter beten. Deshalb lehnen wir Ihren Haushaltsplan ab und kämpfen lieber für eine Politik für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank.